zeigt uns nochmal, warum das hier Regenzeit heißt. Holy shit. Okay. So. Wir haben noch eine Nacht hier wieder im Hotel geschlafen. Aber wir fahren jetzt erstmal zu einer Besonderheit hier an der Côte d'Ivoire. Und schon ist die Sonne aber wieder hier draußen. Für ein paar Minuten war ja echt Weltuntergangsstimmung. Ich glaube, das kam im Video gar nicht richtig rüber, aber es hat sich ein richtiger Fluss auf der Straße gebildet. Es kam so viel Regen. Ich habe das Gefühl, wir haben den gleichen T-Shirt-Geschmack. Kann das sein? Zum Abschluss unserer Reise bin wohl nicht nur ich nochmal auf die Idee gekommen, hier unser Tour-Shirt anzuziehen. Wir wollten ja auf dieser Reise dem Ursprung des Fairtrade Kakaos auf die Spur kommen. Und jetzt sind wir zurück am Ursprungspunkt unserer Reise in Abidjan, in der größten Stadt des Landes. Und hinter dieser unscheinbaren kleinen Tür hier verbirgt sich etwas, was Seltenheitswert in der Côte d'Ivoire hat. Alles, was ihr hier drin seht, ist das Werk eines der ersten Chocolatiers hier an der Côte d'Ivoire, und zwar von Alex Emmanuel. Und viele von euch haben es auch in den Kommentaren schon geschrieben, und zwar eine sehr richtige Sache. Der ganze Kakao, der hier produziert wird, also die Kakaobohnen, die werden fast alle exportiert. Und die ganze Wertschöpfungskette, also dass aus den Kakaobohnen dann eben richtiger Kakao oder Kakaoprodukte wie Brotaufstriche oder Müsli-Riegel oder was auch immer gemacht wird, die findet eigentlich nicht hier an der Côte d'Ivoire statt. Das heißt, sehr viel des Gewinns, der wirklich mit dem Kakao gemacht wird, der bleibt nicht hier an der Côte d'Ivoire, sondern der ist eben in Europa. Und der Axel, der das hier alles gegründet hat, der war eigentlich Banker, aber er hat halt eben das Problem gesehen mit dem Kakao, und er wollte selbst was ändern. Und er meinte, es kann doch nicht sein, dass wir hier selbst keine eigene Schokolade machen. Und jetzt hat er das hier gemacht. Es gibt jetzt hier alles Mögliche, zum Beispiel Kakaobutter hier, die auch aus den Kakaobohnen gemacht wird, die aber für die Haut ist. Natürlich ganz normale Schokolade hier. Le Chocolatier Ivoirien mit dem Hashtag Coco Revolution. Er hat gerade ganz begeistert davon uns erzählt, dass er eben das für extrem wichtig hält, dass sich was ändert und dass die Leute hier an der Ivory Coast nicht mehr einfach nur den Kakao machen und exportieren, sondern selbst eben, man könnte fast sagen, den Kakao selbst in die Hand nehmen und zum Beispiel eben solche Produkte hier machen. Eines der meistverkauften Produkte, die machen, sind diese Kakaobohnen hier, die geröstet werden. Also es sind eigentlich genau die Kakaobohnen, die wir auch gestern schon gesehen haben. Hier unten haben wir eine. Nur, dass die geröstet werden und ein bisschen mit Kakaopulver überzogen, und die sind extrem lecker. Das ist einfach so ein total intensiver Kakaogeschmack. Die ganze Säure, die wir da noch ungeröstet hatten, ist weg und schmecken richtig gut. Und sie machen auch solche Geschenkboxen hier, die komplett aus Schokolade gemacht sind. Also auch hier, die ganze Schale ist aus Schokolade und natürlich alles, was hier Leckeres drin ist, aus Schokolade. Und all das wird eben hier im Land gemacht, hier produziert, teilweise sogar in den Dörfern. Unterstützt er besonders Fraueninitiativen, dass die Frauen das in den Dörfern verarbeiten. Hier zum Beispiel, das ist eine Schokoladenkuvertüre, das heißt, das hier wird benutzt in Bäckereien und so weiter zum Beispiel. Und wenn man Croissants zum Beispiel mit Schokolade macht, dann benutzt man diese Schokoladenmasse. Und die wurde hier von diesen Frauen, die ihr drauf sehen könnt, im Dorf gemacht. Und er arbeitet auch sehr eng mit Fairtrade-Kooperativen zusammen. Das heißt, er hat zwar selbst kein Fairtrade-Zertifikat auf seinen Produkten, weil das Siegel eben, das haben auch viele gefragt, das ist eigentlich ein Siegel für Produkte aus Entwicklungsländern, die aber in Europa zum Beispiel verkauft werden. In manchen Ländern, zum Beispiel in Südafrika, werden auch Fairtrade-Produkte produziert und verkauft, weil es da eben auch so ein bisschen gemischte Bevölkerungsschichten sind. Aber hier zum Beispiel an der Côte d'Ivoire gibt es noch gar keine Organisation, die das Siegel jetzt vergeben würde. Das heißt, hier kann kein Fairtrade-Siegel drauf sein, aber das ist der Kakao, der aus denselben Kooperativen kommt. Und der Axel selbst halt eben auch genau wie Fairtrade überdurchschnittlich und kümmert sich darum, dass die Menschen, die das produzieren, hier vorankommen, eben auch selbst hier die fertige Schokolade produzieren können und so eben auch hier am ganzen Business beteiligt sind. Das hier ist eben das kleine Hinterzimmer, wo die ganzen Produkte ausgelegt sind. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar hier einkaufen und nach Deutschland mitnehmen. Er verkauft auch an die Air France, an die Fluggesellschaft, hier Schokolade, die dann teilweise an Bord verteilt wird. Also es ist auf jeden Fall ein immer größer werdendes Business, was gut funktioniert und was eben auch richtig komplett 100% ivorische Schokolade verbreitet. Finde ich sehr cool. Und hier um die Ecke direkt wird das produziert. Cool. Geiselig gemacht. Das habe ich auch ganz gut erklärt, ja? Ja, so gehen die Treppe hoch. Mal schauen. Hier wird die Schokolade verpackt. Also alles hier in Handarbeit. Bon, okay. Coco Revolution. Das war wirklich sehr cool, das hier mal so zu sehen, wie jemand mit ganz viel Energie wirklich dahinter steht und was verändern möchte und nicht nur für sich selbst, sondern auch Initiativen in Dörfern unterstützt und der nicht einsehen möchte, dass es 1 Million Kokobauern hier im Land gibt und 8 Millionen Leute insgesamt, schätzt man, sind abhängig vom Kakaoanbau. Und nicht nur die Leute, die mitrechnen, denen das Land gehört, sondern alle Leute, die mithelfen, die in Kooperativen arbeiten, die exportieren und so weiter. Also ein Drittel des Landes hier hängt vom Kakaoanbau ab und es gibt
keine große Schokoladenmarke. Das möchte er ändern. Er möchte eine Schokolade machen, die komplett aus Afrika kommt und für Afrika ist. Und die ganze Schokolade wird hier in Abidjan produziert, in einer kleinen Fabrik. Nicht hier wird sie aber komplett verpackt. Und von hier aus leiten die eben das Geschäft und liefern das mittlerweile auch in verschiedene afrikanische Länder in die Supermärkte. Also in Senegal zum Beispiel, in Togo wird das schon in Supermärkten verkauft. Hier in der Côte d'Ivoire ist es relativ schwer, aber sind sie gerade dabei, dass sie es auch hier in die Supermärkte bekommen. Mit der ganzen Energie und Überzeugung, mit der er das macht, schätze ich die Chancen dafür echt gut ein. Wir fahren jetzt aber mal weiter dahin, wo der Großteil des Kakaos, der Kakaobohnen, die aus diesen Dörfern kommen, aus den Kooperativen kommen, wo der eigentlich hinkommt. Wir sind Richtung Hafen gefahren und seht ihr hier vorne, da wird gerade Kakao angeliefert. Denn wir sind hier bei Ekokim. Das ist ein Zusammenschluss der ganzen Kooperativen wie Ecojat, die wir ja noch vor ein paar Tagen im Landesinneren besucht haben. Das heißt, Ekokim ist ein Zusammenschluss von ungefähr gut 1000 Kleinbauern. Dann haben wir auch noch mal eine Karte, sieht man das ein bisschen genauer. Also hier in Abidjan, hier unten ist der Hafen und im ganzen Land verteilt gibt es eben verschiedene Kooperativen. Ecojat, die wir besucht haben, die sind hier oben. Hier war also auch das Dorf, in dem wir übernachtet haben, wo wir die Kakaoernte beobachtet haben gestern noch. Aber solche Dörfer und solche Kooperativen gibt es im ganzen Land und die haben sich eben zusammengetan unter dem Dach von Ekokim und die kümmern sich um den Export. Und das Besondere an Ekokim ist auch, dass die Organisation Ekokim komplett den Bauern selbst gehört. Das heißt, es ist nicht irgendein Exporteur, der hier noch irgendwie einen Anteil vom Gewinn nimmt, sondern Ekokim gehört komplett den Bauern selbst. Und jetzt sind wir hier wieder bei dem LKW, den wir gerade eben noch auf der Straße gesehen haben. Also so kommt der Kakao eben hier aus dem ganzen Land an. So einen Sack werden die Bohnen im Dorf verpackt, kommen dann erst eben zu Ecojat, werden da gesammelt und dann mit so einem LKW hier eben nach Abidjan gebracht. Zu Ekokim, hier werden sie nochmal geprüft, da gibt es noch mehrere Schritte, die machen, bevor sie dann für einen Schiffstransport in so einen großen Container hier reinkommen. Das hier ist der Hafen von Abidjan und hier sind jetzt die Container mit den ganzen Kakaobohnen drin. Auf genau diesem Wege verlässt halt fast der komplette Kakao die Elfenbeinküste. Und jetzt darf ich wieder Elfenbeinküste sagen, weil das Video online ist, sind wir außer Lande. Ich habe es im ersten Video erklärt, warum man es nicht sagen darf. Hier ist verboten, gesetzlich verboten, steht unter Strafe. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir wollten euch eben mit dieser Vlogreihe hier den kompletten Ursprung des Kakaos auf den Feldern, in den Dörfern zeigen. Über die komplette Verarbeitung der Kakaofrucht, über die Kakaobohnen bis eben hin hier in den Hafen, wo es verschifft wird, nach Europa. Und wir haben euch ja auch noch vorhin gezeigt, was zumindest zu ganz kleinen Teilen auch passiert, nämlich dass der Kakao schon hier an der Côte d'Ivoire verarbeitet wird, bei Instant Chocolat zum Beispiel, und die eben hier komplett ivorische Schokolade gemacht wird. Und Fairtrade unterstützt übrigens den Axel dabei, Absatzmärkte in Europa zu finden, also Handelspartner zu finden, dass seine Schokolade auch vielleicht bald in Europa zu kaufen sein wird. Dann eben auch mit Fairtrade-Logo drauf. Das wäre für die Ivorer natürlich das Beste, wenn die Schokolade hier zum größten Teil im Land produziert wird und dann nach Europa gebracht wird und der Gewinn halt hier für die Ivorer bleibt, dass sie hier ihr Land weiterentwickeln können, dass die Menschen immer bessere Arbeitsplätze bekommen, bessere Schulen gebaut werden können und so weiter und so fort. Aber solange die reinen Kakaobohnen auch noch nach Europa exportiert werden, ist eben das Fairtrade-Siegel ganz wichtig, denn Fairtrade ist die einzige Zertifizierung, die einen Mindestpreis den Bauern bietet, dafür sorgt, dass die Bauern einen vernünftigen Preis bekommen, ihre Kinder zur Schule bringen können und so weiter. Und ich hoffe, ich konnte euch eben hier mal so einen ganz hautnahen Eindruck aus der Côte d'Ivoire zeigen, um bei euch einfach das Verständnis für die ganze Problematik zu zeigen. Und ich möchte mich bei euch bedanken für euer ganzes Feedback in den Kommentaren. Ihr seid richtig aktiv dabei gewesen. Ich werde auch dieses Jahr noch 2 weitere Reisen mit Fairtrade in andere Länder zu anderen Produkten machen. Das ist alles organisiert vom Daniel. Mega Dankeschön auch an Daniel, der diese ganze Reise hier so organisiert hat, sich um alles gekümmert hat. Und an Elisea, unseren Dolmetscher hier. Elisea. Ja. Erstmal muss ich sagen, du konntest bisher nicht schwimmen. Aber Paul und ich haben es hier versucht. Wir hatten ein Hotel, wo ein Swimmingpool war. Da haben wir uns zur Aufgabe gemacht, Elisea Schwimmen beizubringen. Und wir haben es fast geschafft, oder? Ja, ihr habt fast geschafft. Und jetzt kann ich einfach sagen, dass ich in der Lage bin, einfach ein bisschen schwimmen zu können. Und ja, ich werde weitermachen. Also ohne euch wäre es ein bisschen schwierig. Ihr habt mir schon was beigebracht und
ich kann einfach alleine weitermachen. Das heißt, die Angst ist nicht mehr vom Wasser, sondern du weißt jetzt ein bisschen, wie du dich Ja, bewegen kannst und genau. so. Jetzt diese Bewegung kann ich jetzt schon machen. Und ja, ich mache jetzt weiter. Sehr gut, das ist Ja. wichtig. Du kanntest Fairtrade vor der Reise gar nicht, ne? Nein. Was hältst du jetzt als Ivora? Und seine Eltern sind ja auch Bauern, also haben Kakaofelder. Genau. Und du selbst hast ja auch 2 Kakaofelder. Also du bist natürlich gerade noch Student, aber zu Hause Genau. bei deinen Eltern hast du auch selbst 2 Hektar. Genau. Was hältst du von Fairtrade jetzt nach der Reise? Also, ich muss ehrlich zugeben, dass Fairtrade, ganz ehrlich, das ist ja eine große Freude, dass ihr hier wart. Genau, weil auf der einen Seite bekommt man direkt einen Einblick ins Leben der Bauern und Bäuerinnen und man kann einfach wissen, was sie gerade machen, die ganze Arbeit, die geleistet werden. Und es ist ganz interessant, dass die Leute in Deutschland bzw. in Europa wissen eigentlich, wie man hier arbeitet. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz interessant, dass Fairtrade sich darum kümmert, dass Leute einfach fair konsumieren. Das ist ganz wichtig. Und dieser Kampf gegen die Kinderarbeit und auch die Prämie, die auch bezahlt werden, damit Wasserpumpen und auch Maschinen, wie wir es im Dorf gesehen haben. Und all das wurde einfach geleistet, gemacht oder gebaut dank Fairtrade. Und ich bin einfach euch dankbar. Und ja, ich möchte gerne, dass wir diese Zusammenarbeit weitermachen, damit die Bauern, die Kleinbauern unterstützt werden und damit sie immer sensibilisiert und gebildet werden oder weitergebildet werden. Und es wäre richtig schön, dass viele Leute auch fair konsumieren, das ist ganz wichtig. Ja. Das ist halt, dass die Leute wissen, die Schokolade, die bei uns im Supermarktregal liegt, Genau. die kommt nicht von irgendwo. Der LKW hat gerade eine Vollbremsung gemacht. Ja, klar. Es ist ein bisschen laut hier, Leute. Es ist halt hier mitten im Hafentrubel drin. Aber ja, wie gesagt, die Schokolade kommt nicht von irgendwo, sondern die kommt eben aus ganz kleinen Dörfern, Genau. von Kleinbauern, die da per Hand den Kakao anbauen, ernten, verarbeiten, hier hinbringen in diesen Hafen. Und von hier aus geht es mit dem Schiff dann erst nach Europa. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich habe auf jeden Fall mega viel jetzt hier gelernt, auch laut zu sprechen. Ja, ich auch. Und es war mega cool, dass du dabei warst, Elisha. Ja, ganz. Uns alles gezeigt hast, dass du alles immer Du übersetzt vermisst mich hast. schon. Ja, auf jeden Ich vermisse Fall. dich schon. Wenn wir uns wiedersehen, Ja. dann musst du schwimmen können. Ja, na klar. Die Leute haben in den Kommentaren geschrieben, du musst nach Deutschland kommen. Okay. Und wir müssen hinbekommen, dass du nach Deutschland kommst und dann gehen wir zum Schwimmen, okay? Okay, das ist ja die einzige Bedingung, oder? Ja, wenn du kommst, dann müssen wir zusammen schwimmen. Ja, klar. Vielleicht kommt Elisa ja nicht, aber Ja, dann. ich tue mein Bestes und ja, falls ich nach Deutschland muss, dann ja, kann ich auch schwimmen. Darum werde ich mal Bisschen üben, genau nochmal üben und ja, schwimmen zu können. dann gehen wir zusammen in Deutschland mal schwimmen. Ja. Sehr gut. Leute, der Kakao verlässt jetzt also hier über das Meer die Côte d'Ivoire, damit auch Afrika und fährt dann eben über den Atlantik Richtung Europa, bis dann irgendwann wieder in Deutschland ankommt. Und wir machen uns jetzt auch auf den Weg zurück nach Hause. Und wir sind zurück im Hive. Oh, Ivy! Ivy! Ja, Ivy, die für mich. Ivy, guck mal, der Paul. Ivy, ja. Gut. Klar, und selber Ja. muss. Alles gut? Der Brownie ist wieder da. Brownie? Du bist voll braun irgendwie. Und Paul noch viel schlimmer. Guck mal meine Kante hier an. Richtiger Bauarbeiterfreund, ne? Ja, ich war Kakaobauer, ich habe Kakao geerntet. Kakaobauer. Ja, ich weiß, wo unsere Schokolade herkommt, und zwar folgende. Wir haben nämlich noch Schokolade hier am Start. Das ist eine kleine Überraschung, weil die geht im Moment so schnell weg. Gerade seitdem Cenk und Sabrina hier sind, ist die immer schnell weg. Aber das hier ist eben auch eine Fairtrade-Schokolade. Swissmade ist die auch noch, also Schweizer Schokolade. Das heißt, die Container, die ihr gesehen habt, fahren über den Atlantik nach Europa, werden dann wahrscheinlich nochmal im Zug oder LKW oder sogar nochmal auf Flusscontainerschiffen, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die irgendwie in die Schweiz gebracht, da weiter zu dieser Schokolade verarbeitet. Und das ist dann eine der Schokoladen, die wir hier in Europa kaufen können. Und so schließt sich der Kreis, den wir mit dieser Reise eben hier begonnen haben. Solche Produkte hier wie schöne Schokolade können wir eben genießen, weil es die Leute zum Beispiel in der Côte d'Ivoire gibt,
liebt, die dort Kakao unter harten Bedingungen anbauen. Und um deren Lebensumstände zu verbessern, ist eben Fairtrade da. Ich glaube, ihr konntet jetzt mal in den letzten Vlogs auf jeden Fall so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das Ganze in echt funktioniert. Falls ihr noch mehr Fragen habt, guckt auf jeden Fall mal in die Beschreibung rein. Da sind ganz viele Links drin, wo ihr euch noch genauer informieren könnt. Und auch wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne hier in die Kommentare reinschreiben. Ich habe schon in den letzten Vlogs war ich immer sehr aktiv und habe viele von euren Fragen zu Fairtrade, zum Kakaoanbau und so weiter in den Kommentaren immer beantwortet. Also stellt ruhig weiter eure Fragen da rein. Und ja, das war's damit hier von unserer Reise an die Côte d'Ivoire. Vielen Dank nochmal an Daniel, der das Ganze organisiert hat, an Fairtrade.de, an Transfer e.V., das ist der Verein, der hinter Fairtrade steht. Ich freue mich schon auf unsere nächsten 2 Reisen. Was wir genau da später noch in diesem Jahr machen werden, erzähle ich euch aber noch. Jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen zurück im Alltag in Köln. Vielen Dank fürs Zuschauen, drückt noch mal rum, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Ciao. Leute, wir haben gerade ganz spontan angefangen, dem Elisir hier, unserem Dolmetscher, beizubringen, zu schwimmen. Und er ist noch nie in seinem Leben geschwommen und wir haben jetzt eine halbe Stunde geübt und jetzt kann er schon fast. Ja. Jetzt einfach direkt nochmal, ja, machen wir direkt weiter. So, schön abstoßen. Ja. Ja. Ja, so. Und weiter. Ja, und die Bewegung ist da. Und weiter. Leute, das ist schon richtig gut. Das ist voll krass. Das ist mega gut. Der perfekte Lehrer. Sehr gut. Wir müssen ihn nur noch über Wasser bekommen eigentlich, weil das ist ein bisschen Körperspannung, glaube ich, und ein bisschen über Wasser halten. Aber die Bewegung unter Wasser, die ist schon mega gut. Ja. Deswegen, Leute, ja, bis morgen, wenn ihr das jetzt seht, kann das wahrscheinlich schon. Fucking hell.